willst eine Hautretusche in nur einer Minute und das ohne komplizierte Schritte oder teure Plugins, dann bleib dran. Am Ende dieses Videos kannst du in nur 60 Sekunden perfekte Haut in Photoshop bearbeiten. Und das Beste, es ist super einfach und kostenlos. Hi, mein Name ist Tanja, ich bin Porträtfotografin aus Düsseldorf. Dieses geniale Hautretusche-Video habe ich bei Piximperfect entdeckt, von dem ich ein Riesenfan bin. Ich habe das direkt getestet und für so genial befunden, dass ich mit Anmesh direkt in Kontakt getreten bin und ihn gefragt habe, ob ich euch dieses Video vorstellen darf. Und er hat ja gesagt, wofür ich unendlich dankbar bin. Und deswegen zeige ich euch heute Schritt für Schritt, wie ihr diese Technik anwendet. Ich zeige euch, wie ihr eine Aktion in Photoshop erstellt mit dazugehörigem Shortcut, so dass ihr in Zukunft mit nur einem Klick diese Technik sofort anwenden könnt. Wenn ihr noch mehr Details wollt, verlinke ich euch unten das Originalvideo von Piximperfect. Ich würde euch raten, das anzugucken. Er erklärt alles super genial, bis ins kleinste Detail. Und nun sage ich, los geht's! So, wir befinden uns jetzt in Photoshop und wir möchten eine Aktion erstellen, so dass wir in Zukunft mit nur einem Klick die Aktion durchführen können und uns sehr viel Zeit sparen. Wie machen wir das? Wir gehen in den Aktionsbereich. Bei mir ist er hier unten. Wenn er bei euch dann nicht ist, dann geht ihr oben auf Fenster und dann klickt ihr Aktionen an und dann erscheinen die. Und jetzt müssen wir die hier abspeichern. Dafür legen wir als erstes mit dem kleinen einen Ordner an, quasi hier unten auf den Ordner-Button einmal drücken und dann können wir den einmal quasi umbenennen, die Aktion, und die nennen wir jetzt einfach schnelle Hautretusche und klicken auf OK. Im Anhang oder im Anschluss müssen wir jetzt einmal mit Plus einen neuen Set anlegen und das nehmen wir jetzt wieder schnelle Hautretusche beginnen. Was ihr jetzt hier mitmachen könnt, ist, dass ihr mit der sozusagen Shortcut anlegt. Und zwar, indem ihr hier bei den Funktionstasten eine auswählt, zum Beispiel F8 plus Steuerung. Und dann könnt ihr in Zukunft einfach mit diesem Shortcut die Aktion auslösen. Und dann geht ihr auf Aufzeichnen. Dann gehen wir wieder auf die Ebenen. Als erstes brauchen wir eine Kopie von der Hintergrundebene. Hier geht es jetzt, aber wenn ihr zum Beispiel auf einer anderen Ebene seid, wo Pickel gerade bearbeitet worden oder irgendetwas, dann müssen wir alle Ebenen zusammenführen. Wie machen wir das? Als erstes klicken wir auf Plus, dass wir eine neue leere Ebene erhalten. Und dann drücken wir Steuerung, Alt, Shift und I. Ich habe dafür einen Shortcut auf meinem Wacom-Tablet. Dann drücken wir einmal drauf und diese Ebene, die benennt ihr bitte einmal um. Und zwar benennt ihr die in einem Namen um, die bei euch nicht irgendwo anders verwendet wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr die Aktion durchlauft, sagt ihr dem nachher, dass ihr auf diese Ebene wollt. Und die darf nur einmalig benannt werden, weil sonst wird die Aktion durcheinander kommen, welche Ebene sie nutzen soll. Wir nennen die jetzt einfach mal Color. Auf Englisch, falls ihr irgendwas anderes habt, was auf Deutsch Farbe oder sowas ist, ihr könnt ihr aber auch egal wie nennen. Bestätigen. Von dieser Ebene machen wir einmal eine Kopie mit Steuerung J. Und die benennen wir jetzt auch einmal um in Original Textur. Danach klickt ihr die bitte einmal aus und geht auf diese Ebene. Die müssen wir jetzt einmal in ein Smart-Objekt konvertieren. Erstmal auf die Ebene, dann geht ihr auf Filter, für Smart-Filter konvertieren. So. Nachdem wir die Ebene in ein Smart-Objekt konvertiert haben, müssen wir jetzt einen Filter drüber legen. Und zwar geht ihr oben auf Filter, geht auf die Rauschfilter und dann auf Helligkeit interpolieren. Da haben wir jetzt einen Wert von zum Beispiel 120 und den bestätigt ihr einmal mit OK. So, jetzt müssen wir als nächstes eine neue Ebene anlegen. Dafür klicken wir Steuerung, Shift und N. Dann benennen wir die als Textur. Den Modus ändern wir auf Ineinander kopieren und mit neutraler Farbe, also 50% Grau, da setzt ihr den Haken rein und dann geht ihr auf OK. Dann gehen wir wieder auf Filter, wieder für Smart Filter konvertieren, OK.
Und dann gehen wir wieder auf Filter, aber dieses Mal gehen wir auf den Rauschfilter und auf Rauschen hinzufügen. Da geben wir einen Wert von 30 ein, gleichmäßig und monochromatisch ist angeklickt und dann gehen wir auf OK. Als nächstes gehen wir wieder auf Filter, auf die Weichzeichnungsfilter und da gehen wir jetzt auf den Gaußschen Weichzeichner. Und da geben wir einen Wert von 1,8 ein und dann klicken wir auch hier auf OK. Jetzt gehen wir als nächstes auf die Originaltextur. Wichtig, vorne das Auge wieder anklicken, dass die sichtbar ist. Dann müssen wir auch diese Ebene wieder für ein Smart-Objekt konvertieren, für Smart-Filter konvertieren. Dann auf OK bestätigen. Dann geht ihr wieder auf Filter, sonstige Filter, Hochpassfilter und da gebt ihr den gleichen Wert ein wie beim Gaußschen Weichzeichner. Ihr könnt später, weil das ja alles Smart-Objekte sind, die ganzen Werte individuell anpassen, je nachdem, was bei eurem Bild nötig ist. Aber das sind jetzt einfach mal so Standardwerte, die könnt ihr nutzen. Damit habt ihr eine gute Basis. Und dann geht ihr auf OK. Als nächstes müssen wir jetzt hier den Blendenmodus von normal auf lineares Licht umändern. Und dann müssen wir die 3 Ebenen gruppieren oder die 3 Bereiche hier gruppieren. Bei mir geht das, indem ich Steuerung gedrückt halte und die dann alle 3 anklicke gleichzeitig und dann auf G und da habe ich die als Gruppe. Die bezeichnen wir jetzt einmal und da diese Aktion ja von dem Pixel Perfect ist, benennen wir die auch Pix Skin Retouch. Ihr könnt sie natürlich auch anders benennen, wenn ihr wollt, aber zu Ehren von ihm, mit einem großen Dankeschön nochmal, dass ich das hier zeigen darf, benennen wir die jetzt so. Als nächstes machen wir einen Doppelklick da drauf und dann möchten wir, dass das, was wir produziert haben, aus den Schatten und den Highlights rausgenommen wird. Wie machen wir das? Wir gehen auf die darunterliegende Ebene, dann nehmen wir drücken den Alt-Knopf und klicken auf den Pfeil. Damit können wir den Pfeil aufbrechen und ihr seht schon, was passiert. Es wird aus den Schatten rausgenommen. Ihr guckt, dass es ungefähr so passt. Ich würde sagen so, dass die Schwarztöne halt nicht verloren gehen. So ungefähr. Und das gleiche machen wir hier vorne nochmal. Alt drücken und mit der Maustaste einmal draufklicken, dass das unterbrochen wird, der Pfeil. Und dann ziehen wir das auch hier ein bisschen rüber, dass es, wie ihr seht, aus den Highlights rausgenommen wird. Und dann können wir auf OK drücken. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir in Aktionen jetzt einmal kurz auf Stopp gehen. Und zwar, weil ich habe jetzt hier den Pinsel schon quasi angeklickt, aber wir wollen, dass die Aktion automatisch den Pinsel auswählt. Dafür klicke ich jetzt auf irgendwas anderes hier, zum Beispiel hier oben auf das Verschieben-Werkzeug. So, dann nehmen wir wieder auf und dann klicken wir auf den Pinsel. So hat die Aktion direkt den Pinsel für uns ausgewählt, was natürlich mega ist. Jetzt gehen wir wieder auf die Ebenen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir eine Maske kreieren. Und zwar klicken wir dafür auf den Alt und hier unten auf das Maskensymbol, also Ebene-Maskensymbol. Und dann haben wir eine schwarze Maske. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zeichnen, aber weil das nicht Teil der Aktion ist, gehen wir wieder auf die Aktion und beenden das Ganze. Und schon haben wir unsere Aktion beendet. So, wir haben die Aktion fertig. Die ist jetzt hier, die schnelle Hautretusche. Die können wir quasi einmal zumachen. Und jetzt können wir zum Beispiel die einmal löschen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mache mal eine neue Ebene, eine Kopie, wenn wir jetzt auf Aktionen gehen und dann einmal hier auf die schnelle Hautretusche und die dann mit dem unten den Play-Button spielen, dann wird alles automatisch durchgeführt, was wir hier abgespeichert haben. Ne? Das Helligkeit interpolieren, die ganzen Smart-Filter, so dass ihr tatsächlich
je nach Bild auch die Werte nochmal anpassen könnt. So, da hat jetzt die einmal abgespielt, die Aktion. Und ihr müsst immer bedenken natürlich, ihr könnt alle Werte nochmal individuell anpassen. Das hier ist ein Beauty-Bild, wo das Gesicht im Fokus ist, da passen die Werte ganz gut. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel die Person in klein drauf hat, kann es sein, dass ihr die Werte anpassen müsst. Wenn ihr nochmal im Detail wissen wollt, wie das alles funktioniert, dann schaut gerne bei ihm nochmal in das Video. Ich verlinke es euch am Ende. Da wird nochmal alles genau erklärt, auch wie ihr die Werte dann nochmal setzen könnt. Das ist nochmal alles im Detail erklärt. Ne? Wir haben jetzt hier die Aktion, die ist jetzt durchlaufen in der Zeit. Und jetzt müssen wir nur noch, wir sind ja auf einer schwarzen Ebene mit einem weißen Pinsel, drüber zeichnen, Fluss, Deckkraft 100%, weicher Pinsel. Und dann gehen wir einmal drüber und gucken mal, was passiert. Das ist doch wirklich pure Magie, oder? Wichtig ist, dass er solche Sachen nicht quasi hier zum Beispiel bei der Augenbraue macht, weil dann geht die Augenbraue flöten. Oder wirklich an Konturen, wie hier, ne? Da müsst ihr die rausmachen. Wirklich nur da, wo es sein muss, auf die Haut. Falls euch das hier passiert ist, dann könnt ihr einfach einmal hier wechseln auf schwarz. Das könnt ihr mit X zum Beispiel. Und dann könnt ihr wieder drüber gehen und dann kriegt ihr die Details nämlich wieder, ne? Und wirklich bewusst darauf achten, wo ihr es anwenden müsst. Wir gehen wieder auf weiß. Und dann malen wir das quasi einfach nur einmal schnell hier so durch, ne? Also das ist wirklich, ich sag mal, maximal 1 Minute, dass wir das hier machen, wo es hingehört. Da können wir auch sogar theoretisch die Muttermale, Falten, Narben, alles quasi verschwinden lassen, wenn wir wollen. Ihr könnt auch bedenken, ihr könnt im Nachhinein, ich male das jetzt nur einmal ganz grob, ne? Das könnt ihr natürlich dann alles im Detail nochmal ordentlicher machen. Hier, seht ihr, da bin ich wieder drüber gegangen. Da gehen wir mit X, machen die wieder ein bisschen kleiner und das wollen wir natürlich wieder zurück. Achtet da drauf, ne? Dass ihr nichts quasi, wie hier die Brust und sowas wegmacht. Hier seht ihr wieder, nachher, vorher. Wahnsinn, oder? Und das könnt ihr innerhalb von 1 Minute erledigen. Also ich war total begeistert. Wenn das Ergebnis euch zu perfekt ist, könnt ihr natürlich auch mit der Ebene, hier mit der Deckkraft ein bisschen spielen und die ein bisschen zurück machen, sodass ihr theoretisch, ne, 90%, dass ihr ein bisschen was von der Hautstruktur halt zurücklasst, ne? Genau. Und das war's. Eine schnelle und einfache Methode, um Haut in nur 1 Minute zu bearbeiten. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder geholfen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir unterstützt, indem du mir ein Abo, Kommentar oder ein Like da lasst. Und vergesst nicht, dir das Originalvideo von Anmesh nochmal anzuschauen, weil das ist mega. Ich verlinke es euch auch nochmal hier und sage jetzt Tschüss, bis nächste Woche.